Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quick-Tipp. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es um den Nachrichtenrückruf in Outlook. Ich habe eine E-Mail verschickt und möchte diese E-Mail jetzt zurückrufen. Das heißt, ich bin in die gesendeten Nachrichten gegangen, habe die dort aufgemacht und habe sie jetzt hier vor mir. Und wichtig, bevor wir den Nachrichtenrückruf machen, ist, dass wir nochmal in den Status anschauen, denn wir sehen hier, dass diese E-Mail von einer Person schon gelesen und genehmigt worden ist. Das heißt, da sollte der Nachrichtenrückruf nicht funktionieren und das werden wir auch gleich sehen. Und ihr seht jetzt, hier gibt es unter Nachricht im Bereich Verschieben die Aktionen und dort diese Nachricht zurückrufen. Und jetzt ist es gut, das mal hier in Ruhe durchzulesen. Das machen wir jetzt nicht im Detail, aber im Prinzip steht hier, von keinem Empfänger wurde berichtet, dass die Nachricht bereits gelesen wurde und das stimmt nicht. Also auf diese Info könnt ihr euch nicht verlassen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ungelesene Kopien zu löschen oder sie durch eine neue Nachricht zu ersetzen und dann ein Ergebnis für den Nachrichtenrückruf für jeden Empfänger mitteilen zu lassen. Ich nehme jetzt mal Kopie der Nachricht löschen, bestätige mit OK. Damit wird die zurückgerufen. Das heißt, genau genommen wird jetzt eine E-Mail an die andere Person geschickt. Die landet in deren Posteingang und wenn die auch Outlook mit einem Exchange-Server hat, dann ruft praktisch diese E-Mail, die da neu kommt, die alte zurück, also löscht sie und löscht sich selbst dann auch. Und wenn aber der Empfänger gerade in Outlook ist und da reinschaut, dann sieht er im Prinzip diesen Vorgang. Das macht es manchmal ein bisschen verwirrend. Und wenn ich jetzt diese E-Mail mal zumache und in den Posteingang schaue, dann seht ihr, hier gibt es also schon eine Info, nämlich Nachrichtenrückruf fehlgeschlagen. Ich hatte ja gesagt, die Person hat die E-Mail auch schon gelesen. Und wenn ich mir in den gesendeten Nachrichten die E-Mail nochmal anschaue, dann sehe ich das jetzt auch im Status, dass der Rückruf fehlgeschlagen ist. Und sobald die anderen Personen ihr Outlook starten, in den Posteingang gehen, wird dieser Nachrichtenrückruf durchgeführt und dann bekomme ich hier auch diese Info. Ja, probiert es aus, berichtet mir eure Erfahrungen und hinterlasst mir gerne einen Like oder abonniert den Kanal. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.